So, hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier noch an der Farm, es ist Donnerstagmorgen, es ist 8 Uhr. Vor mir sind noch 2 Trucks. Jetzt haben sie noch nicht so viel zum Verladen, das heißt, ich muss jetzt erstmal warten. Und dementsprechend, ja, stehe ich hier rum, ne? Mal schauen, wie lange das dauert, ob ich heute überhaupt noch in den Hafen komme. Mal schauen, ich weiß es nicht. So, ansonsten, ja, es ist ja jetzt gerade hier nicht sehr windig, aber auf der Brücke soll es sehr windig werden heute. Nächster Punkt, wo es vielleicht dran scheitern kann, in den Hafen zu fahren, ich weiß es nicht. Aber ich werde euch daran teilhaben lassen und werde euch mitnehmen und dementsprechend werden wir mal schauen, was das heute noch so gibt. Ne? Ich habe gestern hier den Trailer hingestellt und ja, habe den eben aufgesattelt. Und jetzt schauen wir mal. Neben mir steht noch einer von uns und an der Rampe steht noch einer von uns. Also heute wird das hier von JC Ventures eingenommen. So, okay. Ja, Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook habe ich eine wundervolle Gruppe mit 924 Mitgliedern. Diese wundervolle Gruppe hat den Namen Kanada Trucker Philipp. Vielleicht kriegen wir noch die Tausender voll dieses Jahr. Ich bin da erstmal optimistisch, ne? Oh, das ist aber schön. Da mit der Wiese, mit dem Grün und mit dem Himmel, der sieht schön aus. Ja, genau, Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppe wäre schön, wenn ihr mal eine Anfrage senden würdet und beitreten würdet. Ist eine coole Gruppe mit respektvollem Umgang. Und ich hatte gestern hat die Gruppe 3-jähriges Bestehen gehabt. Und da habe ich was gepostet, was von Facebook so vorgeschlagen worden ist. Und die Kommentare waren sehr positiv. Ey, geile Gruppe, hier wird respektvoll miteinander umgegangen, kein Haten, mach weiter so, tolle Videos und so. Das war schön. Dankeschön. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns später. Exit left ahead.
Mai. Es ist Donnerstagabend, es ist 20 vor 6, hier ist es dunkel. Und gestern, als die Frisur noch gesessen hat, eine 22 Grad war, da war es doch schön. Heute nicht, heute sind es 9 Grad. Es ist kalt. Aber ist egal, wenn der Mensch nichts zu meckern hat, ne? Scheiße, Zigaretten vergessen. Ich komme gleich wieder. Zigaretten. Ich hier angehalten, nicht nur eben hier, ne? Die Uroma getankt. Ne, heute hat einer gesagt, Uroma passt. Habe ich getankt hier, ne? Da hinten habe ich mich hingestellt. Und dann immer so Fleischpeitsche, Ausringen und Zigaretten kaufen. Jo. Rausgegangen, Fleischpeitsche, musste nicht mehr pissen, also, Zigaretten vergessen. Aber ist ja egal. Ich habe heute was erlebt. Also eigentlich habe ich das erlebt, was ich eigentlich fast jeden Tag erlebe. Aber heute habe ich so einen Gedanken gehabt. So. Ich habe so dieses Containerfahren, mache ich gerne, mache ich nicht gerne. Ich wusste es nicht so genau. Und heute habe ich mich entschieden, ob ich es gerne mache oder nicht. Ich mache es gerne. Kurz bevor ich in... Was ist denn heute los? Kurz bevor ich in den Hafen gefahren bin, habe ich so gedacht, ach, freust dich eigentlich, dass du hier bist. Du machst das gerne. So, jetzt haben wir ein Resultat. Das ist das gleiche wie, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Mir geht das manchmal so, wenn ich was probiere zum Essen und einer fragt, schmeckt es oder schmeckt es nicht. Bei manchen Dingen sage ich, weiß es jetzt gerade nicht. Dann muss ich da ein paar Mal essen. So war es jetzt auch mit dem Hafen. Ich muss da jetzt ein paar Mal hinfahren, um mir eine Meinung zu bilden. Ich habe eine Meinung. Hier steht, vor euch steht der neue Containerfahrer oder so. Egal. Ich habe auf jeden Fall Bock. Heute hatte ich einen sehr schweren Container, also der hat ganz schön mal lochen müssen. Jetzt habe ich noch gerade was draufgetankt, jetzt fahre ich zurück, stelle den Trailer beim Kunden ab, fahre mit dem Truck nach Hause. Heute habe ich meinen Chef nicht gefragt, aber ich glaube, das wird sich nicht ändern, weil der hat gestern gesagt, es ist leichter, wenn du von zu Hause aus dahin fährst, näher, als von unserer Firma aus. Und der Kunde hat sich ja nicht geändert. Also werde ich jetzt zum Kunden fahren, den Trailer dahin stellen und morgen früh um 7 rüberfahren. Und dann ist auch schon Freitag. Morgen. Und es ist langes Wochenende. Weil Montag ist Feiertag. Remember Day ist Montag. Und da die Häfen ja zu haben, also sonst weiß ich ja nicht, ob ich fahren muss oder nicht, weil ich sonst Tiefkühlware gefahren habe oder kühler. Jetzt ist es aber so, ich weiß, Montag ist der Hafen zu, weil Feiertag ist. Also habe ich langes Wochenende. Ist das nicht geil? Ich glaube, so ein Containerfahrer ist richtig geil. So. So, jetzt habe ich zu Ende geredet, jetzt geht es wieder besser. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Bis später. Nee, bis morgen, denke ich. Oder bis gleich. Wenn ihr mich gleich seht, dann wird schon Freitag sein. Bis dann. Tschüss. So, Freitag, 11:45. Ich bin hier in Aulack, mal nach langem mal wieder. Ich musste mal Rad hier für kleine Nahverkehrsfahrer. Und da hinten, da stehe ich. Nee, da steht mein Mac. Nee, da steht der Mac. So, was gibt's zu sagen? Ich habe eben meine Kartoffeln geladen, bin um 9:45 sowas vom Hof gekommen. Von der vom Versender. Nicht die Ladestelle, vom Versender. Guck mal, da ist noch einer von uns. Der fährt die Pommes-Tour. Ja. Jetzt fahren wir dahin. In den Hafen. Und ich habe mir überlegt, ich nehme euch mit. Weil die letzten Kilometer zum Hafen hin gehen mitten durch die Stadt von Halifax. Und das ist jetzt nicht so ganz so schön, da durchzufahren. Aber das möchte ich euch zeigen. Und dann habe ich schon für Dienstag, weil ich ja Montag wahrscheinlich frei habe, so wie es aussieht. Also ich denke, ja, natürlich bin ich frei. Weil kein Hafen offen war. Da muss ich in einen anderen Hafen von Halifax, denn die haben 2 Häfen. Und da muss ich einen leeren Container holen. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Und dann ist es gut. So, wie sieht es hier aus? Ja, gut. Alles super, ne? Aktuelles Gewicht sind 47.000
980 Kilo. Ja. Sieht gut aus. Hier, der hat aber schon ein paar Kreuzfahrten hinter sich. Ja, auf dem Hof war es nicht gerade sauber da, ne? Beim Farmer, beim Bauern ist es meistens nie sauber. Aber ist auch egal, fällt nie auf bei der Karre, ne? So, bis später.
Hi. Es ist Samstagabend, 6:30. Und hier ist 1 Grad. 1 Grad plus. In Halifax hat es geschneit. Hier ist so ein bisschen, ich bin gerade in Charlottetown und ich bin ja hier jetzt so 40 Minuten hingefahren. Unterwegs hat es ganz schön gehagelt und Schneeregen und so. Es wird ungemütlich. So, was gibt's zu sagen? Ich will euch noch was von gestern. Erstmal war ich gerade hier drin, hab Zigaretten geholt. Der Typ total cool, der glaubt, er war neu. Der war so übermotiviert. Der kommt rein, hey, wie geht's dir? Ich meine, das fragt eh hier jeder. Also, ey, wie geht's dir? Ich sag, gut, und dir? Ja, auch voll gut. Ich sag, gut, alles klar. Ja. Und dann gestern war ich lange unterwegs. Das habe ich gestern auch nichts mehr gefilmt. Also es war so, ich bin gestern, den ersten Container habe ich hier in den Hafen gebracht und dann musste ich ja zum zweiten Hafen fahren, wo ich noch nie war. Und da sollte ich einen leeren Container holen. So, boah, ist aber kalt hier. Schnell reden. Und dann bin ich da hingefahren und Andrew, mein Arbeitskollege, ist ein total super Typ. Der ist seit 2 Jahren bei uns oder bei der Firma und der rief mich dann an unterwegs. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich sag, jetzt? Ich sag, ich bin in einer Viertelstunde da. Ja gut, alles klar. Dann fährst du nicht links in den Hafen rein, fährst du rechts in die Straße rein. Und dann fährst du runter und am nächsten Stopp fährst du links. Warum? Ja, der Hafen ist überfüllt. Ich habe mich schon gewundert, weil im ersten Hafen, wo ich drin war, wo ich gerade rauskam, da war nix. Da habe ich, eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, um den Container vom Einchecken rein und wieder raus. Und dann war ich fertig. Normalerweise brauchst du allein schon eine Stunde, um einzuchecken. Egal. Auf jeden Fall bin ich da angekommen. Und da standen dann, also er und ein anderer Fahrer, Robbie. Und ich sollte rechts fahren. Dann bin ich erst mal 700, 800 Meter runtergefahren bis zum nächsten Stoppschild. Ich habe gedacht, ich habe schon das Stoppschild übersehen. Und die ganze Straße stand voller Trucks. Das heißt, vom Hafen, vom Intercom, also von der Gegensprechanlage, wo du halt drückst, damit du dem erzählst, was du da willst, bis zum Ende der Schlange waren ungefähr 800 Meter. Und ich denke so, die machen doch um 4:30 zu. Und es war, glaube ich, so 3:15, 3:30. Oh, und windig ist es auch. So. Und dann dachte ich mir, okay, das wird hier heute länger. So. Er hat mich hingestellt, bin dann zu Andrew hin. Ich so, der Hafen macht doch gleich zu. Dann sagt er so, ja, der macht aber nicht zu. Die warten auf uns. Gut, alles klar. Ich glaube, 4 Stunden gebraucht, um da in den Hafen reinzukommen. Und ich habe ja schon geguckt, meine Schichtzeit lief ja auch irgendwann aus. Da komme ich gleich zu. Und dann bin ich so reingefahren und ich mag es nicht, in den Hafen reinzufahren im Dunkeln, wo du noch nie warst. Und so mit Schildern hatten die es auch nicht so. Also auf jeden Fall bin ich dahin, hab da beim Mikrofon, beim Intercom gedrückt. Dann sagt er so, du warst noch nicht hier, ne? Ich sage, nee, noch nicht. Ja, okay, alles klar. Du gehst jetzt da vorne zur Security, zum Wachmann und da holst du dir eine Karte, eine Karte und dann erklärt dir das. Gut, alles klar. Dann kriegte ich dann so ein Ticket, dann bin ich dann da rein. Und er hat mir das dann erklärt, so ungefähr. Er wusste es auch nicht so genau. Ich sag, bitte was. Und dann bin ich so rumgefahren in den Hafen rein. Also er hat mir das so auf die Karte drauf gemalt. Dann bin ich so rumgefahren. Und dann kam da schon das Wasser und die großen Kräne, wo die Schiffe ausgeladen hatten und dann, oder am Ausladen waren. Dann denke ich so, Alter, bist du überhaupt richtig? Und dann bin ich irgendwann rechts abgebogen, laut Karte. Und dann lief da so einer rum, nein, da lief keiner rum, sondern da fahren so Pickups rum. So, 10, 15 Pickups, die regeln das alles da so. So alte Pickups sind das, die haben schon ihr erstes Leben auf der Straße verbracht. Egal, auf jeden Fall bin ich dann dahin zu so einem Typen. Ich sage, ey, kannst du mir helfen? Ja. Ich sage, wo ist dieser Bereich? Ja, der ist da hinten. Ja, wo? Da hinten. Ja, alles klar. Dann fährst du weiter und dann guckst du mal, wie es weiterläuft. Ja, dann bin ich dann weitergefahren. Und dann habe ich noch einen gefragt, sagte, ja, hier, nächste Container, da musst du hin. Ja, gut, alles klar. Haben mich hingestellt, weil es war so, der Stellplatz war 166, AE 166. Also A war die Linie, E hieß Osten, also rechte Seite irgendwie, linke Seite war Westen, rechte Seite war Osten, okay. Und dann bin ich extra so rumgefahren,
Weil auf der einen Seite, also ich stand hier und musste auf die andere Seite, also so rumfahren, um die Container. Und hier standen Nummern, 88, 87, 86. Okay, dann fahr mal rum und dann musst du bis 166 fahren. Da ging es aber auch runter. Also ich bin noch bis zum Schluss gefahren, bis zur höchsten Nummer. Aber die höchste Nummer 166 gab es gar nicht. Und dann ging das dann runter bis 1 und dann fing 166 an oder 167. 167. Nee, dann fing 1 oder 166, 167, 168. Also total unlogisch. Und dann habe ich dem Typen gesagt, ich verstehe das System nicht. Da sagt er so, ja, wir haben den Hafen vergrößert und da mussten wir eine Nummer haben. Und dann haben wir die 166 genommen nach der 1. Mhm. Hätte man vielleicht -1, -2, -3 oder ganz neu nummerieren? Na, ist ja egal. Dann bin ich da rein, gab er mir einen Container und dann habe ich den Container festgeschnallt da hier mit dem Pin da, ne, so. Und dann musste ich eigentlich in eine andere Ecke fahren, wo halt die Kühlmaschine getestet wird. Und dann rief Andrewson an, der war nämlich auch in dem, war ja in der Hafen, genau. Der rief an und sagte, du Philipp, die haben zu da bei dem Bereich, fahr mal direkt nach Hause. Gut, alles klar, mache ich das. Dann tippe ich die Adresse ein von meiner Firma und dann denke ich so, 20 Minuten zu viel. Also ich hatte 20 Minuten zu wenig Schichtzeit. Dann denke ich so, jetzt musst du aber Gas machen. Ja, und dann habe ich Gas gemacht, bin durchgeknallt, Pipi machen und so verdrückt, Knoten reingemacht, ne, so, Augen zu und durch. Und dann bin ich auch noch auf den Hof gekommen, da musste rückwärts von der Straße reinfahren, weil unser Hof etwas kleiner ist, wie ihr wisst. Die Karre abgestellt, dann mein Handy angemacht, weil ich ja eine App habe mit meiner Fahrzeit. Und habe dann noch meinen Post-Trip gemacht. Das heißt, Post-Trip ist ja so eine Nachuntersuchung, also wie Abfahrtskontrolle, nur nicht vor der Fahrt, sondern nach der Fahrt. Und dann habe ich das kontrolliert, bin rein in den Truck, auf Pause gestellt oder auf Pause. Oder auf Arbeitszeit off. Wie heißt das? Off-Duty. Nicht am Arbeitsplatz. Schicht beendet. Dann hatte ich genau noch eine Minute über. Also ich habe ja 16 Stunden Schichtzeit, die ich machen darf. Aber ein bisschen verlabert. Ich habe 16 Stunden Schichtzeit pro Tag in Kanada und nach 15 Stunden, 59 Minuten, habe ich Feierabend gemacht. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann war gestern 11:30 abends. Also war gestern ein langer Tag und dementsprechend habe ich nichts mehr gefilmt. War platt gestern, müde. Und dann bin ich dann ins Bett gegangen, habe gepennt bis heute Morgen. Und dann habe ich heute eingekauft, Wäsche gewaschen und jetzt habe ich was Privates vor. Und dementsprechend möchte ich dieses Video auch beenden. Es ist das Donnerstagsvideo. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses wundervolle Video euch anzugucken. Ich wünsche euch viel Spaß. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Auf Facebook habe ich hier eine wundervolle Gruppe mit 924 Mitgliedern. Diese Gruppe heißt Kanada Trucker Philipp. Würde mich freuen, wenn ihr mit reinkommen würdet, damit die Community wächst. Na? So, bis bald. Tschüss.